Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ja, der ein oder andere wird schon mitbekommen haben, dass ich vor kurzem in Danzig war, da ich auch live aus Danzig gestreamt habe. Den Stream verlinke ich euch selbstverständlich auch nochmal in der Videobeschreibung, dann könnt ihr euch den gerne auch nochmal anschauen. Ich habe wirklich nur ein paar Aufnahmen gemacht aus der Altstadt und ein bisschen auch vom Meer, denn ich habe meiner Frau eine kleine spontane Überraschung gemacht, ein verlängertes Wochenende. Und ja, die Überraschung ist mir auch wirklich gelungen, da sie erstmal wirklich kurz vor Danzig erfahren hat, wo wir hinfahren. Also wirklich, das hat mich dann auch wirklich sehr, sehr gefreut. Deswegen, heute gibt es nur wirklich ein paar kleine Eindrücke, wie schon in den letzten Urlaubsvideos werde ich unten in der Ecke zu sehen sein und einfach mal ein paar Worte erzählen zu dem, was wir gerade sehen. Ja, fangen wir mal an mit dem typischen Gdańsk-Aufsteller, den eigentlich jeder kennen sollte, der schon mal dort gewesen ist. Ja, sehr schön. Viele machen dort Fotos dran. Ne? Hier auch ein Schiff, was am Nationalen Meeresmuseum steht. Das ist die Sodek. Auch ein gigantisches Schiff. Und hier sind wir auch in der Danziger Altstadt mittendrin. Ja. Mögt ihr eigentlich, wenn man lieber Gdańsk oder Danzig sagt? Weil da gibt es eigentlich auch immer so zwei verschiedene Meinungen zu diesem Thema. Hier der typische Neptunbrunnen steht auch direkt am Rathaus. Ja, auch sehr schön. Boah, schaut euch das mal an, wie schön das aussieht, die Architektur. Also ich finde, das sind so Bilder wie aus dem Bilderbuch. Ja? Also wirklich traumhaft. Ich habe es da wirklich sehr genossen. Schön. Und hier haben wir das Rathaus, was auch neben dem Neptunbrunnen steht. Sehr schön. Also wie gesagt, also für mich persönlich wie aus dem Bilderbuch, wirklich eine sehr schöne Altstadt. Selten so eine schöne Stadt gesehen, echt. Hier die gleichen oder ähnliche Aufnahmen, nur halt abends, dunkeln. Ja, da ist jemand verkleidet als Engel rumgelaufen. Hier haben wir auch ja, typische Straßenkünstler, die man halt kennt aus größeren Städten. Sehr schön. Ja. Auch die Beleuchtung, schaut euch das mal an, wie schön das alles beleuchtet ist. Ja. Also auch wirklich, wirklich einzigartig, würde ich schon fast sagen. Ja. Oh, super, schaut euch das an. Traumhaft. Hier auch nochmal der Neptunbrunnen, ist auch extra beleuchtet. Man kann sich da auch ein Foto daran machen. Da ist so ein Herr, der schießt Fotos. Ich weiß gar nicht, ob die was kosten. Ja, auch schön, super. Ja, selbstverständlich musste ich mich auch mit dem Meer, wie sagt man, mit dem Meer begrüßen. Ja. Oh, schön. Viele wandern Bernstein suchen, glaube ich, vermute ich mal. Da sind wir jetzt auch gerade auf der Molo von Danzig. Man muss sagen, im Gegensatz zu den anderen Urlaubsorten, die man so aus Polen von der Ostsee kennt, ist die Molo jetzt nichts Besonderes. Also da gibt es wirklich schönere Molos, aber ja, auch schön. Und die Möwen, die sind einem wirklich manchmal teilweise 20, 30 Zentimeter beim Kopf geflogen. Da war so eine Dame, die hat die gefüttert und ich denke, deswegen sind die so nah dran gekommen. Und hier ist etwas, das ich so auch noch aus keiner Ostsee gesehen habe, zumindest in Polen nicht. Man hat einen breiten Spazierweg, quasi zweispurig, und der Fahrradweg ist auch zweispurig. Also die polnische Ostsee hat immer schön ausgebaute Fahrradstrecken, aber meistens sind die immer so einspurig oder eineinhalbspurig. Ne? Also man kann dann nicht nebeneinander herfahren, wenn dann der Gegenverkehr kommt, sage ich mal. Ja, selbstverständlich war ich auch einmal kurz am Strand. Habe ich mir nicht nehmen lassen, auch wenn es ein bisschen kühler war. Aber ich liebe es einfach an der Ostsee, wirklich. Wirklich schön. War ein bisschen windig, aber ich habe es trotzdem genossen. Auch schön das Wasser, ja, traumhaft. Ja, Wetter hat auch ein bisschen mitgespielt. Ein bisschen windig, aber es hat mitgespielt. Und das hat mir auch gefallen. Da waren überall so kleine Häuschen für Katzen. Ich weiß nicht, ob das Katzen ohne Besitzer sind oder einfach so dort übernachten. Katzenhotel. Und sowas habe ich in dieser Form auch noch nicht gesehen. Ein Kreisverkehr nur für Fahrradfahrer. Also, ich fand das irgendwie witzig. Ja.
Hier sind wir auch wieder zurück in der Altstadt und das ist hier die bekannte Marienkirche und laut dem Internet ist das einer der größten Backsteinkirchen der Welt. Also sehr bekannt, Wahnsinn. Also auch beleuchtet, ein sehr schönes Bild. Und hier sind wir an der Motuava, auch abends super beleuchtet. Einfach ja, traumhaft. Das Krantor gerade in Remont. Mir fällt jetzt das deutsche Wort für Remont nicht ein, tut mir leid, Leute. Aber wirklich schön abends alles beleuchtet. Ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Dziękuję za oglądanie. Sehr schön, könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Ja, Danzig ist wirklich eine sehr schöne Stadt mit sehr viel Geschichte, Kultur und wirklich einer traumhaften Architektur. Und ich persönlich würde jedem mal empfehlen, zumindest mal ein verlängertes Wochenende in Danzig zu verbringen. Denn mal abgesehen von der schönen Altstadt hat ja auch noch Danzig einen wunderschönen Strand, einen wunderschönen langen Strand, da ja Danzig oben an der Ostsee liegt. Wiederum würde ich aber persönlich Danzig nicht als typischen Badeurlaub buchen. Dafür ist mir die Stadt einfach zu lebhaft, zu groß und zu gigantisch. Da würde ich schon vielleicht kleinere Orte bevorzugen, wie zum Beispiel Swinemünde, Kowalczyk oder auch die Halbinsel Hell, was ja im Prinzip gegenüber von Danzig liegt. Aber wer zum Beispiel einen Mix aus Stadtkultur, vielleicht ein bisschen Museen besuchen und einen Badeort sucht, ich denke mal, da wird auch Danzig oder auch die Nebenorte Gdynia oder Sopot schon der ideale Urlaubsort sein. Ja, das war zumindest meine Meinung zu Danzig. In diesem Sinne danke ich dir wirklich, dass du dir mein Video bis zum Ende angeschaut hast. Ja, bleib gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao!